Moin Leute und willkommen zu einem weiteren Transporter-Video. Wie schon im vorherigen Video gesagt, hatte ich noch eine Menge Aufnahmen, jedoch kam ich mit dem Schneiden nicht hinterher. Daher hier das nachträgliche Video über den Küchenfenstereinbau, Leerrohre legen, Bodendämmung und weitere Isolierung. Als erstes haben wir natürlich die Positionierung gut und lange überlegt und das Ganze angezeichnet. Von innen haben wir die Ecken mit einem passenden Radius zur Außenkante vorgebohrt, sodass wir mit einem Hartmetallbohrer die Runden von außen bohren konnten. Danach müssen wir die Bohrung mit der Stichsäge und einem Metallsägeblatt verbinden. Damit das Metall nicht beim Sägen so schwingt bzw. in den letzten Zügen einfach runterfällt, haben wir Nyrodiylmagneten als Halterung genutzt. Damit Metallspäne, die am Magnet hängen, den Lack nicht zerkratzen, sollte man sauberes Papier oder Pappe zwischen Magnet und Blech machen. Damit die Stichsäge keine Kratzer um den Ausschnitt macht, sollte man genügend Klebeband um den Ausschnitt kleben, denn es kommt vor, dass Metallspäne sich unter die Stichsäge setzt und man dadurch Kratzer verursacht. Wie schon in den vorherigen Videos muss die Schnittkante abgeschliffen und lackiert werden. Für das Fenster hatten wir einen Holzrahmen mit den passenden Maßen vorbereitet. Die Angaben stehen in der Anleitung von Dometic. Somit haben wir den Rahmen mit Sikaflex bestückt, nach dem Motto lieber zu viel als zu wenig. Um etwas schneller voranzukommen, empfiehlt es sich, die Düse aufzuschneiden, so kann man relativ zügig Sikaflex auftragen und mit weniger Kraft. Danach den Rahmen andrücken, mit Klemmen befestigen und warten, bis der Rahmen von alleine hält. In der Regel dauert das Ganze 20 Minuten. Da es leider zu dem Zeitpunkt etwas dunkler wurde und wir uns beeilen mussten, gibt es leider kein Videomaterial. Man kann deutlich sehen, dass Sikaflex am Rahmen außen ziemlich viel rumgesuppt hat. Wir haben das Ganze versucht mit Papier irgendwie zu entfernen, das schmiert aber umso mehr rum. Aber es ist auch kein Problem, am nächsten Tag dann das Ganze zu reinigen und es geht dann sogar noch ein bisschen problemloser. In den vorherigen Videos hatten wir schon erzählt, dass wir das falsche Amaflex verklebt hatten, was ziemlich stank. Also immer Amaflex AF oder XG nehmen und nicht ACE. Das Amaflex AF ist das teuerste von dem Ganzen und wir haben uns letztendlich für das XG entschieden und sind total damit zufrieden. Wir waren ja mittlerweile schon im Kroatien-Urlaub und hatten keine Wandverkleidung, lediglich die Dämmung und diese konnten wir nicht riechen. Jedoch könnt ihr euch nicht vorstellen, was das für ein Aufwand war. Amaflex macht das, was es machen soll. Gut kleben. Daher brauchten wir Klebstoffentferner, 100%igen Alkohol, Nagellackentferner, doch all das brachte nichts wirklich. Mit den normalen Tüchern oder Zewa verteilte man die Klebereste mehr oder weniger. Somit mussten wir mit Spachtel und Ceranfeldschaber die Klebereste entfernen. Doch damit kamen leider auch Kratzer und somit die nächste Baustelle. Wir brauchten Primer und Lack, um das wieder vor Rost zu schützen und dementsprechend dauerte uns das Ganze über eine Woche. Zum Glück hatten wir bei der Reinigung mehrere Freunde und auch die Eltern, die geholfen haben. Somit konnten wir relativ zügig wieder loslegen, das richtige Amaflex zu verkleben. Zur Verarbeitung von Amaflex braucht man nicht viel erzählen. Es ist einfach zu schneiden und zu verarbeiten. Achtet darauf, dass ihr das richtige Amaflex nutzt und Einbuchtungen sorgfältig randrückt, sodass keine Hohlräume entstehen. Bedeutet nicht sofort einfach Klebefolie entfernen und sofort randrücken, sondern Stück für Stück loslösen und randrücken.
Bevor die Holme isoliert werden, müssen noch Leerrohre gezogen werden. Diese sind nicht unbedingt dafür da, beim Ausbau direkt die Kabel dort reinzulegen, sondern sind eher eine Möglichkeit für die Zukunft, weitere Kabel zu verlegen, ohne alles wieder abzumontieren. Wir haben Leerrohre einmal unten im unteren Rahmen verbaut und einmal ganz oben, einmal komplett rundum. Um Kabel nachträglich durch die Leerrohre zu ziehen, empfiehlt es sich, ein Band durchzuziehen und dieses an beiden Enden zu verknoten. Mit Hilfe dieses Band oder dieser Schnur kann man weitere Kabel durchziehen und wichtig dabei, wenn ihr ein neues Kabel durchzieht, dann befestigt nicht nur das Kabel, sondern direkt ein neues Band, was ihr direkt mit durchzieht. Doch wenn das Leerrohr schon verlegt ist, ist es ab und zu schwierig, so ein Band oder so eine Schnur durchzufädeln. Glücklicherweise haben wir uns da mit einem Trick beholfen. Man nimmt einfach das Band, was man durchfädeln möchte und macht an das Ende Watte, ein Tampon oder was auch immer. Dann geht man an die andere Seite des Rohrs, schließt einen Staubsauger dran an und kann dann mit dieser Watte dieses Band durchziehen lassen, bis es den Staubsauger erreicht. Neben der falschen Isolierung kam ein weiteres Problem hinzu. Eins der Dachfenster war leicht undicht. Wir mussten aber die Stelle nur ein bisschen reinigen und weiter Sikaflex hinzufügen und das Ganze war wieder dicht. Das nächste Thema ist die Fußbodenisolierung. Wir persönlich wollen morgens nicht aufstehen und auf einen kalten Boden treten. Zudem möchten wir auch unsere Heizung relativ effizient nutzen und eine solch große Fläche kühlt einen Raum natürlich schnell aus. Daher haben wir uns für Styrodor entschieden. Das Verarbeiten geht einfach mit einem Cuttermesser. Später haben wir herausgefunden, dass man lediglich anschneiden muss und das Ganze auch brechen kann. Ganz wichtig, bevor ihr die Styroporplatten irgendwie richtig verklebt oder die Siebdruckplatten auflegt, geht über jede Fläche einmal drüber, drückt mit dem Daumen irgendwie drauf und guckt, ob das irgendwelche Geräusche macht. Es gibt nichts ekligeres, als wenn später alles verbaut ist und euer ganzer Transporter ist am Quietschen und am Knirschen. Deswegen guckt euch die Ecken an. Sobald da später irgendwelche Möbel draufstehen und es bewegt sich irgendwas, könnte das Ganze quietschen und das könnt ihr dann vorher schon beheben, indem ihr einfach ein Stück davon von der Styrodorplatte abnimmt. Wie zum Beispiel hier in diesem Fall. Zum Schluss haben wir die Styrodorplatten mit doppelseitigem Klebeband am Boden beklebt. Das ist nicht die endgültige Befestigung, sondern später wird noch eine Siebdruckplatte draufgelegt und das Ganze verschraubt. Das ist nur dafür da, dass das jetzt nicht verschiebt. Und wir haben noch Leerrohre hinten mit eingebracht, dass man von links nach rechts gehen konnte, durch den Boden hinaus. Und zum Schluss die Siebdruckplatten wieder drauf und festschrauben mit Metallschrauben. Ganz wichtig, wenn die Schrauben unten rausgucken, dann kommt dort definitiv Wasser während der Fahrt dran, also Primer und danach Lack drauf, um Rost vorzubeugen. Und ganz zum Schluss haben wir jetzt noch die Holme mit Schafwolle aufgefüllt. Wir hatten erst überlegt, Hartschaum zu nehmen, aber wir würden das gerne natürlich jederzeit entnehmen können, um Anpassungen vorzunehmen. Von daher ist Schafwolle ein bisschen natürlicher und die bessere Lösung dafür. Zudem haben wir die Möglichkeit, weitere Kabel zu verlegen. Denn nachdem die Kabel positioniert sind, soll über den Holm noch ein dünnes Armaflex geklebt werden für die perfekte Dämmung.
Beim Kauf der Schafwolle darauf achten, dass ihr keine Fertigbahn kauft, wie hier zu sehen in dem Video. Wir mussten nochmal nachbestellen und haben lose Wolle bestellt und jetzt haben wir für viel weniger Geld das 10-fache davon. Ja, das war's auch für das jetzige Video. Ich habe immer noch genügend Videomaterial, komme aber aktuell mit dem Schneiden nicht so ganz hinterher. Aber ich hoffe, ich sehe euch im nächsten Video. Wie alle anderen würde ich mich natürlich über ein Abo freuen oder einen Daumen hoch. Und wie immer, Kritik gerne in die Kommentare. Ich freue mich auf eure Kommentare. Bis dahin, macht's gut. Bis zum nächsten Video.